Bewerbungsgespräch. Guten Tag, nehmen Sie bitte Platz. Guten Tag, danke. Sie sind hier für die Stelle als Verkäufer im Geschäft? Ja, genau. Gut. Können Sie mir ein bisschen von sich erzählen? Natürlich. Ich heiße Lukas, bin 25 Jahre alt und wohne in Berlin. Haben Sie schon Erfahrung in einem Geschäft? Ja, ich habe 2 Jahre in einem Supermarkt in meiner Nähe gearbeitet. Sehr gut. Welche Aufgaben hatten Sie dort? Ich habe an der Kasse gearbeitet und den Kunden geholfen. Hier ist die Arbeit ähnlich. Kasse, Lager und Kontakt mit Kunden. Sehr gut, ich arbeite gern mit Menschen. Können Sie auch mit dem Computer arbeiten? Ja, ein bisschen. Ich kann Bestellungen machen und Preise kontrollieren. Sehr gut. Können Sie auch am Samstag arbeiten? Ja, das ist kein Problem. Perfekt. Die Arbeitszeit ist von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Verstanden. Das passt für mich. Haben Sie Fragen? Ja, wie hoch ist das Monatsgehalt? Es sind ungefähr 1.200 Euro netto. Danke, das ist klar. Und die Krankenversicherung? Die Firma bietet die Basisversicherung. Gut. Gibt es auch ein Sozialpaket? Ja, es gibt Essensgutscheine von 6 Euro pro Tag und 20% Rabatt auf die Produkte im Geschäft. Interessant. Und wie ist es mit Urlaub? Es gibt 4 Wochen bezahlten Urlaub pro Jahr. Perfekt, das ist sehr wichtig für mich. Dann melden wir uns bis Freitag um 18 Uhr bei Ihnen. Sehr gut. Ich warte auf Ihre Antwort. Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Danke Ihnen für die Gelegenheit und die Informationen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihnen auch auf Wiedersehen. Friseur und Make-up für eine Party. Guten Tag. Ich habe einen Termin heute um 16 Uhr. Guten Tag. Ja, auf den Namen Anna, richtig? Genau. Ich habe heute Abend eine Party und möchte eine schöne Frisur. Natürlich. Möchten Sie die Haare hochgesteckt oder offen? Hochgesteckt. Vielleicht ein einfaches Dutt. In Ordnung. Ich kann auch ein paar Strähnen vorne lassen, das wirkt leichter. Ja, das gefällt mir. Wie lange dauert es? Ungefähr 30 Minuten für die Frisur. Perfekt. Und für das Make-up? Wir machen ein leichtes Make-up. Foundation, etwas Lidschatten und roter Lippenstift. Roter Lippenstift? Ist das nicht zu viel? Nein, für eine Party am Abend ist es ideal. Gut, dann probieren wir es so. Wie viel kostet alles zusammen? Frisur und Make-up zusammen kosten 80 Euro. In Ordnung. Nehmen Sie auch Kreditkarte? Natürlich. Karte oder bar, wie Sie möchten. Perfekt. Fangen wir mit den Haaren an? Ja, zuerst die Haare, dann das Make-up. So ist es besser. Sehr gut. Bitte, ich muss um 17 Uhr fertig sein. Kein Problem, bis dahin ist alles fertig. Danke, ich freue mich schon sehr auf die Party. Kein Problem. Sie werden wunderschön aussehen. Und wenn es regnet, hält die Frisur trotzdem? Ja, ich benutze ein starkes Haarspray. Es hält gut. Sehr gut. Dann vertraue ich Ihnen. Danke. Jetzt entspannen Sie sich und genießen den Moment. In Ordnung. Vielen Dank für Ihre Mühe. Gern geschehen.
Viel Spaß auf der Party und einen schönen Abend. Wir sprechen über Obst und Gemüse. Hallo, bist du gerade vom Markt zurück? Hallo. Ja, ich war heute Morgen auf dem Markt am Viktualienmarkt in München. Was hast du gekauft? Ich habe Tomaten, Zucchini und einen Beutel Salat gekauft. Super. Ich habe gestern im Supermarkt in der Friedrichstraße Äpfel und Birnen gekauft. Waren die Äpfel gut? Ja, sehr süß. Aber die Birnen waren ein bisschen hart. Passiert. Ich mag lieber Bananen, die sind praktisch für die Arbeit. Stimmt. Und Orangen? Isst du die oft? Ja, besonders im Winter. Ich mache immer einen frischen Saft zum Frühstück. Gute Idee. Ich kaufe oft auch Karotten. Die nehme ich für die Gemüsesuppe. Ich mache dagegen oft ein Ratatouille mit Auberginen und Paprika. Lecker. Wie lange dauert das Kochen? Ungefähr 40 Minuten. Das ist nicht zu lang. Vielleicht mache ich das auch morgen. Willst du das Rezept? Es ist einfach. Ja, danke. Und welches Obst magst du im Sommer am liebsten? Pfirsiche und Kirschen ohne Zweifel. Ich auch. Aber Kirschen sind teuer. Ja, aber einmal im Jahr kann man sie kaufen. Stimmt. Morgen gehe ich auch auf den Markt. Er öffnet um 8 Uhr, richtig? Ja, und er schließt um 13 Uhr. Am besten geht man früh. Perfekt. Danke für die Tipps. Jetzt weiß ich, was ich kaufen soll. Bitte. Guten Einkauf und guten Appetit. Danke, bis bald. Bis bald, schönen Tag noch. Wir renovieren das Zimmer. Hallo. Fangen wir heute mit der Arbeit im Zimmer an? Hallo. Ja, endlich. Zuerst räumen wir die Möbel raus. Einverstanden? Bringen wir das Bett ins Wohnzimmer? Ja, und den Schrank stellen wir neben die Tür. Gut. Hast du schon die Farbe gekauft? Natürlich. 2 Dosen weiß und eine Dose hellblau. Gute Wahl. Hellblau nur für eine Wand, richtig? Genau, die an der Fensterseite. Und die Pinsel? Ich habe Pinsel und eine große Rolle im Baumarkt gekauft. Perfekt. Wie lange dauert es, denkst du, alles zu streichen? Mindestens 2 Tage. Heute streichen wir, morgen räumen wir auf. In Ordnung. Machen wir auch eine neue Lampe danach? Ja, ich habe eine moderne Lampe gesehen. Sie kostet 35 € im Einkaufszentrum. Gute Idee. Und der Boden? Nur sauber machen, das Parkett ist noch gut. Einverstanden. Auch heute streichen und morgen die Möbel zurückstellen. Genau. Und danach lade ich dich auf eine Pizza ein. Zum Feiern. Gute Idee. Holen wir die Pizza aus der Pizzeria? Ja, die macht um 19 Uhr auf. Perfekt. Auch arbeiten wir fleißig und danach Pizza. Richtig, dann ist die Mühe vergessen. Danke für deine Hilfe. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Ach was, es macht auch Spaß. Gut, dann fangen wir an. Ja, los. Und morgen sehen wir das neue Zimmer. Wir decken den Tisch für das Abendessen. Hallo, um wie viel Uhr kommen die Gäste? Hallo? Gegen 19:30 Uhr. Wir haben noch etwas Zeit, den Tisch vorzubereiten. Perfekt. Soll ich die Teller hinstellen? Ja, danke. Einen Suppenteller und einen flachen Teller für jeden. Gut. Und die Gläser?
Stell ein großes Glas für Wasser und ein kleineres für Wein. Verstanden. Und das Besteck, wie soll ich es legen? Die Gabel links vom Teller, das Messer und den Löffel rechts. Sehr gut. Und die Servietten? Wir falten sie und legen sie auf die Teller. Brauchen wir auch die Karaffe mit Wasser? Natürlich, eine Karaffe mit stillem Wasser und eine mit Sprudel. Soll ich auch den Brotkorb in die Mitte stellen? Ja, neben die Platte mit dem Käse. Welche Gerichte gibt es heute Abend? Als Vorspeise Nudeln mit Pesto, danach Brathähnchen mit Kartoffeln. Lecker. Und das Dessert? Ein Apfelkuchen, den ich in der Konditorei in der Goethestraße gekauft habe. Er hat 12 Euro gekostet. Gute Wahl. Soll ich auch das Obst vorbereiten? Ja, leg die Äpfel und Orangen in eine große Schale. Perfekt. Der Tisch ist fast fertig. Es fehlt nur der Wein. Hol bitte die Flasche Rotwein aus dem Kühlschrank. Sofort. Soll ich auch die Kerzen anzünden? Ja, dann wird das Abendessen eleganter. Gut, alles ist bereit. Vielen Dank für deine Hilfe. Alleine hätte ich zu lange gebraucht. Ach was, es war mir ein Vergnügen. Dann warten wir jetzt auf die Gäste und guten Appetit. Deutsche Redewendungen. Hallo, wie geht's dir? Hallo? Ganz gut, aber heute bin ich ein bisschen fix und fertig. Fix und fertig? Was heißt das? Das heißt, ich bin sehr müde und erschöpft. Ah, verstehe. Dann hilft dir bestimmt ein Kaffee. Stimmt, Kaffee bringt mich wieder auf die Beine. Ich dagegen renne heute den ganzen Tag hin und her. Ich habe alle Hände voll zu tun. Alle Hände voll zu tun? Heißt das, du bist sehr beschäftigt? Genau, immer etwas zu erledigen. Weißt du, gestern habe ich neue Schuhe gekauft. Sie waren wirklich ein Schnäppchen. Ein Schnäppchen? Heißt das etwas sehr günstig? Ja, genau so. Interessant. Und wie läuft es in der Uni? Ganz gut. Aber manchmal reden alle durcheinander und ich verstehe nur Bahnhof. Nur Bahnhof verstehen? Was bedeutet das? Das bedeutet überhaupt nichts verstehen. Ah, jetzt ist es klar. Siehst du, du lernst schnell. Also, heute habe ich 3 neue Redewendungen gelernt. Fix und fertig, alle Hände voll zu tun und nur Bahnhof verstehen. Perfekt. So geht dein Deutsch wie geschmiert. Wie geschmiert? Ja, das heißt, alles läuft super ohne Probleme. Ein tolles Bild. Danke, ich habe viel gelernt. Danke dir, es hat Spaß gemacht. Bis bald. Schönen Tag noch. Ostern in Deutschland. Guten Morgen. Wie geht's dir? Guten Morgen. Gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Bist du bereit für Ostern? Ja, ich freue mich schon. Ostern ist ein wichtiges Fest in Deutschland. Was machst du normalerweise an Ostern? Am Sonntagmorgen gehe ich in die Kirche, danach essen wir mit der Familie. Und was gibt es traditionell zu essen? Oft gibt es Lammbraten, Kartoffeln und Gemüse. Manchmal auch einen Hefezopf. Und das Dessert? Meistens ein Osterlamm aus Kuchen. Es kostet ungefähr 8 Euro in der Bäckerei. Und natürlich Schokoladeneier. Ach ja, die Eier mit bunten Farben. Die Kinder suchen sie im Garten. Genau,
Ich habe schon welche im Supermarkt. Und was machst du am Ostermontag? Normalerweise machen wir einen Ausflug. Dieses Jahr gehen wir in den englischen Garten in München für ein Picknick. Wie schön! Was nehmt ihr mit zum Picknick? Brot, Wurst, Käse und einen Apfelkuchen. Einfach, aber lecker. Ich bleibe lieber zu Hause. Ich lade ein paar Freunde ein und wir kochen zusammen. Auch eine gute Idee. In Deutschland sagt man Ostern mit der Familie, Pfingsten mit Freunden. Das Sprichwort kannte ich nicht. Sehr interessant. Ja, es bedeutet, dass Ostern meistens mit der Familie gefeiert wird. Dann wünsche ich dir frohe Ostern und einen schönen Ostermontag. Danke dir auch. Im Spielwarengeschäft. Guten Tag, darf ich etwas fragen? Natürlich, bitte sehr. Ich suche ein Kuscheltier für meine Nichte. Sie ist 5 Jahre alt. Wir haben viele Kuscheltiere gleich am Eingang, neben den Puppen. Ah, ich sehe sie. Wie süß ist dieses weiße Kätzchen. Ja, es ist sehr weich und waschbar. Es kostet 12 Euro. Perfekt, ich nehme es. Und was empfehlen Sie für einen Jungen von 8 Jahren? Für dieses Alter sind Puzzle oder Baukästen sehr gut. Interessant. Wo finde ich die Puzzles? Im Regal links neben den Kinderbüchern. Super, danke. Wie viele Teile hat dieses Dinosaurier-Puzzle? Es hat 100 Teile. Es ist lustig, aber nicht zu schwer. Gut, ich glaube, das ist ein perfektes Geschenk. Möchten Sie auch einen Blick auf die Lernspiele werfen? Gern. Hier sind sie. Gedächtnisspiele, Buchstaben und Zahlen. Dieses mit dem Alphabet gefällt mir, es ist bunt. Ja, das ist eines der beliebtesten bei den Eltern. Dann nehme ich das Kätzchen, das Puzzle und das Spiel mit dem Alphabet. Sehr gut. Möchten Sie eine Geschenkverpackung? Ja, bitte. Es ist für einen Geburtstag. Sofort. Die Verpackung kostet 1 Euro. In Ordnung. Wo bezahle ich? An der Kasse neben dem Ausgang, hinter den Spielzeugautos. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Bitte sehr, schönen Geburtstag für die Kinder und einen guten Tag. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.